kann es nur noch mal wiederholen. Stabilität, Verarbeitung, Ausstattung ist für mich volles Programm, ist Vollausstattung. Profiliga. Mein Name ist Michael Hesselbach. Ich bin Geschäftsführer von den Lohnunternehmen Hesselbach und Heller. Wir bieten landwirtschaftliche Dienstleistungen von der Aussaat bis zur Ernte an. Wir haben aktuell ein Team von gut 30 Leuten, bewegen uns von Nordthüringen bis Sachsen-Anhalt. Schwerpunkt ist die Gülleausbringung, alles rund um Transport, Ausbringung organischer Dünger. Das erste Mal haben wir auf der Agritechnica 2015 Kontakt gehabt mit der Firma KUM. Da haben wir uns auf dem Messestand die Technik angeschaut und sind dann auch unmittelbar nach der Messe noch nach Krungel gefahren ins Werk und haben uns dann mit Michael KUM und Heinz Schäper-Gerdes zusammengesetzt, haben das durchgesprochen und dann war die Sache mehr oder weniger geritzt. Dann war klar, dass wir die ersten 3 KDD 28 bestellen. Sind seitdem ja, sehr zufrieden und es hat sich jetzt weiterentwickelt zu den KTS 30. Um schlagkräftiger zu sein für die neue Düngeverordnung, mittlerweile 70–80% der Menge muss im Frühjahr transportiert werden. Und da gibt es nur eins, wir müssen mehr Technik vorhalten für unsere Kunden, um die professionell bedienen zu können. Mittlerweile haben wir 15 Fahrzeuge im Einsatz. Hier ein ganz neuer KTS Profi Plus. Das ist dann schon, ja, ich sag mal, die Weiterentwicklung oder das Beste, was es am Markt gibt. Hier können wir die Pumpe langsam anlaufen lassen, also nicht wie bei den anderen Schalter um und die Pumpe läuft gleich Vollgas, heißt weniger Verschleiß, läuft langsam an. Wenn das Fass voll ist, geht auch die Pumpendrehzahl zurück. Also auf jeden Fall verschleißtechnisch Kolbenstandzeiten erhöht. Und was ich auch ganz gut finde, Vollmelder. Bisher war es ja so, jedes Fass hat einen Sensor, muss ich einstellen mit der Schraube, mal einen Zentimeter hin oder her. Verstellt man sich, mal läuft das Fass über. Hatten wir hier alles nicht. Hier kann ich Prozente eingeben, 90, 95, 98, 100%. Das ist eine Top-Sache. Das ist gut. Fährt sich stabiler, das Fahrverhalten ist schöner. Haben auch die Mitarbeiter bestätigt, die haben gesagt, sie fahren dann lieber mit dem KTS 30 auch. Vom Gewicht her ist er sogar leichter, denken die meisten nicht, aber der KTS 30 ist leichter wie der KTD 28, obwohl er eine Achse mehr hat. Das hat was mit der Bauart zu tun und mit dem Material, was verwendet wird. Ja, die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, wir arbeiten mit Profis, wir selbst arbeiten professionell, das Ganze läuft auf Augenhöhe ab. Das heißt, jeder weiß vom anderen, was er zu erwarten hat. Man muss in der Branche, wo wir unterwegs sind, in den landwirtschaftlichen Dienstleistungen, professionell Leistung abliefern. Man muss erreichbar sein, man muss natürlich eine Spitzenqualität abliefern, professionell. Und genau das bekomme ich vom KUM, dass ich dann selbst auch wieder das auf den Acker umsetzen kann. Das Qualitätsniveau passt, ist untertrieben, ist sehr hoch. Und natürlich auch die Menschen machen die Musik. Ne? Also wenn man das Unternehmen kommt aus einem Lohnunternehmen, ist entstanden die KUM-Technik aus einem Lohnunternehmen. Man weiß, wenn man miteinander spricht, dass man auf einer Wellenlänge ist. Und da gibt es jetzt keine Verständigungsprobleme. Ne? Wenn man sagt, man will das so, dann wird das so gebaut. KUM-Technik geht auf meine Wünsche ein. Ich habe hier auch bei dem KTS Profi Plus Sachen verändert, die jetzt nicht von der Stange sind, weil ich das so haben will, weil meine Mitarbeiter beim Fahren gesagt haben, das will ich noch optimieren, das. Und dann rufe ich bei KUM an und dann wird es so gebaut. Und so soll das sein. Ne? Ich will ja jetzt selber nicht, wenn ein neues Fahrzeug kommt, noch mal 3 Tage dran rumschrauben, bis es passt. Für mich hebt sich KUM-Technik in puncto Service ganz klar ab vom Wettbewerb, von anderen Firmen, Hersteller etc. Wenn ich anrufe, geht jemand hin und der, wohin geht, hat Ahnung. Es wird schnell geholfen, es wird professionell geholfen und das ist schon mal in der heutigen Zeit ein ganz wichtiges Thema, ist leider nicht selbstverständlich. Und dann wiederum, wenn ich bei dem Thema Erreichbarkeit bin, muss man natürlich auch schauen, wie viel kann ich im Vorhinein umgehen, vorbereiten, prophylaktisch. Und da sind wir bei der einfachen Bedienung, Handhabung, dann geht eins ins andere. Ich würde die Technik von KUM auf jeden Fall weiterempfehlen, weil ich es ja selber auch weiterkaufe.
Das ist schnell gesagt. Natürlich sieht man auch mal rechts und links, was auf dem Markt los ist. Aber die Geschäftsbeziehung passt, das ist wichtig mit den Leuten, wo wir zusammenarbeiten. Und das Produkt passt. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Stabilität, Verarbeitung, Ausstattung ist für mich volles Programm, ist Vollausstattung, Profiliga. Aus diesen Gründen werden wir auch weiterhin in Cum-Technik-Fahrzeugen investieren.